Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Anleitungsvideo und heute wollte ich euch mal zeigen, wie man hier so ein Bucheinband macht für diese, für diese Faltung, die wir beim letzten Mal gemacht haben, für dieses kleine Fächermäppchen. Das habe ich mir hier schon mal vorbereitet, zweimal die Faltung gemacht und hier zusammengeklebt. Und das wollte ich heute mal mit euch einbinden in so ein Bucheinband. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ist schnell gemacht, macht top was her und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Also ihr habt euch hier vorbereitet den Einband, also das Einzubindende. Dann messe ich mir das immer aus, also die Breite. Das ist jetzt 5,7. Ich gebe da immer noch ein bisschen zu, also 1-2 Millimeter. Ich habe mir die Pappe jetzt zurechtgeschnitten auf 5,8 in der Breite und auf 9,5 in der Länge. Und dann habe ich mir das hier so ein bisschen zusammengepresst, den Buchrücken, und habe mir den zurechtgeschnitten auf 1,7. Nee, was habe ich hier geschnitten? 1,5. Dann ist auch noch ein bisschen Platz, wenn man hier Kärtchen oder sowas reinmacht. Dann brauchen wir ein Stück Buchlein. Das kann man auch mit Papier machen, den Rücken hier. Aber ich mache das immer ganz gerne mit Leinen, weil das einfach auch eine haltbarere Geschichte ist, als wenn man das mit Papier macht. Aber es geht auch mit Papier. Das Stück Leinen hat jetzt eine Breite von 4,3, also sprich 4, und eine Länge von 20. Das hat was damit zu tun, dass ich nicht zweimal kleben möchte, sondern ich binde das hier so dann ein, also mit Überschlag. So. Papier habe ich mir in diesem Ton hier, das ist dasselbe Papier, das sind die Reststücke, die habe ich mir bestempelt. Das halten wir mal ein bisschen einfach. Wir nehmen uns ein Schmierpapier. Na, willst du wohl? So, immer wenn man mit Buchbinderleim arbeitet, mit Schmierpapier arbeiten. Einfach damit die Unterlage sauber bleibt, wenn wir mit dem Papier hier weiterarbeiten, dass da kein Leim dran kommt. Ihr könnt das genauso gut mit Flüssigkleber machen. Wenn ihr das mit Flüssigkleber macht, nehmt euch trotzdem einen Pinsel, damit man den Kleber so ein bisschen verstreichen kann. Das macht einfach ein schöneres Ergebnis, als wenn wir hier diese Kleberwülste drauf hätten und das dann auf das Buchlein kleben oder mit dem Papier weiterarbeiten. Ja, aber wir arbeiten heute mit Buchleim, einfach weil es auch schneller geht. So ein bisschen die Pappe, das Mittelstück einstreichen. Schön dünn. Und auf das Leinen setzen. Darauf achten, dass das schön mittig ist. Und andrücken. Jetzt kann man auf dem Leinen weiterarbeiten. Und zwar streichen wir uns hier die Seiten ein, neben dem Mittelteil. Schön bis zum Rand. Und setzen dann unser erstes Stück von dem Buchdeckel schon mal locker auf, also nicht andrücken. Dann nehmen wir uns ein Geodreieck zur Hand, wenn wir es denn finden, und legen das hier unten drunter. Dann können wir das nämlich schon mal so ein bisschen ausrichten, dass das auf der gleichen Ebene liegt.
und dann kontrollieren wir nochmal. Das sollte hier eine kleine Lücke haben von 0,4 Zentimetern, damit man das Buch auch schön zuklappen kann. Das kann man dann mal an allen Stellen kontrollieren. Das sieht ganz gut aus und dann kann man es auch andrücken, nachdem man nochmal kontrolliert hat, ob das auch gerade liegt. Weil dieser Zwischenraum hier, das wird das Scharnier. So, das gleiche machen wir dann auch auf der anderen Seite. Schön dünn mit Buchleim oder eben mit Flüssigkleber einstreichen. Dann auch bitte gerne mit dem Pinsel ein bisschen verstreichen. Und jetzt legen wir das hier auch schon mal so an. Kontrollieren mit dem Lineal, dass wir auch schön bündig sind. Wenn das noch nicht genau fest aufgedrückt ist, dann kann man das auch noch ein bisschen verschieben. Und dann kontrollieren wir hier auch noch mal die Lücke. Die kann ruhig noch ein bisschen größer sein. Wenn ihr euch da ein bisschen unsicher seid beim ersten Mal, könnt ihr euch das auch anzeichnen. Ich mache das immer so Pi mal Auge. Das ist auch schon grandios in die Hose gegangen. Aber hier passt es jetzt. Dann kann man das andrücken. So, dann hier unten einleimen, das Buchbinder leinen. Dann kann man das hier auch mal hinlegen. Und wenn man hier über den auf das Papier geleimt hat, sofort in Sicherheit bringen das Ganze, damit kein Leim auf hier die Unterseite von dem Buchbinderleinen kommt. Dann wird das wie folgt angearbeitet, von der Mitte nach außen. Dann hier in die Rille gehen. So, das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Wie gesagt, auch mit Flüssigkleber kein Problem, aber wenn möglich mit dem Pinsel verstreichen, dass es eine schöne gleichmäßige Oberfläche gibt, weil je heller das Buchleinen, desto mehr sieht man die Klebewülste. Deshalb ist es sinnvoll, das schön dünn zu verstreichen. Und hier auch wieder das lange Leinenstück von der Mitte her anarbeiten. Das verzieht sich so ein bisschen. Ist ja klar, weil wir das ja hier in diese Naht eindrücken. Aber das ist nicht so schlimm. Das wird hinterher hier von dem Einband verdeckt. Und dann zur Seite hin anarbeiten. Ich mache das immer ganz gerne mit den Fingern. Dann kann man das nämlich besser fühlen. Aber darauf achten, dass die Finger ohne Leim sind. So, dann kann man das von der anderen Seite auch noch mal nachfahren. Hier die. Und dann hat man im Prinzip schon den Einband soweit fertig. Jetzt wird er natürlich noch von beiden Seiten beklebt mit dem Papier.
So wird das dann hinterher eingebaut. Und das machen wir jetzt weiter. So, dafür nehme ich mir jetzt hier mein vorbereitetes Papier. Ich achte darauf, dass wenn ich das hier ansetze, dass ich auf beiden Seiten einen guten Zentimeter Luft habe, damit ich das umschlagen kann. Also ich hatte gesagt, das ist 9,5. Also brauchen wir hier eine Länge von 11,5. Dann kann man sich das hier auch nochmal ausmessen. Ich will, dass das hier einen halben Zentimeter auf dem Buchbinderleinen aufliegt. Also machen wir das mal 6,5. Das schneiden wir uns dann noch zurecht. Also 6,5 mal 11,5 und hier leimen wir jetzt das Papier ein. Immer von der Mitte aus, damit sich das Papier ein bisschen ausdehnen kann. Die Seiten machen wir jetzt mal noch nicht, weil die müssen wir gleich ja noch umschlagen. Außerdem kann man das dann ein bisschen besser händeln. Jetzt drehe ich mir mal um, lege das mal hier auf, damit es mir nicht den Tisch versaut. So, auch wieder mit Augenmaß auflegen. Gucken, dass man hier schön gleichmäßig ist. So. Was ihr beachten solltet, ist, je dünner das Papier ist, mit dem ihr das Buch bezieht, desto gerne kann sich das hier schon mal so ein bisschen wellen. Das ist aber nicht schlimm. Wenn der Kleber trocknet, dann zieht das an. So, jetzt schneiden wir uns hier die Ecken. Und zwar so, dass wir hier eine kleine Fläche freilassen, die ungefähr der Höhe der Graupappe entspricht. Also ungefähr 2 mm. Und schneiden uns das so ab, dass da noch eine kleine Ecke stehen bleibt. Und legen zuerst diese beiden kurzen Seiten um. Warum? Das zeige ich euch gleich. Schön wieder einleimen. Umlegen. Bisschen mit dem Falzbein nachfahren und hier die Ecke einkneifen. Seht ihr? So wird das dann hier um die Graupappe umgelegt, so eingekniffen. Das gleiche auf der anderen Seite. Und hier oben auch wieder einkneifen. So, dann hier umlegen. Und zwar haben wir zuerst die kurzen Seiten eingekleidet, weil wir das nach innen eingekniffen haben, die beiden oberen Seiten. Und wenn wir jetzt die lange Seite umknicken, das ist ja auch die Seite, die man sieht, sozusagen,
dann haben wir den Kniff versteckt. Wenn man jetzt so drauf guckt, ist das eine glatte Fläche. So, dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Da schneiden wir uns das hier wieder zurecht. Da hatten wir gesagt, die Länge ist 11,5 und 6,5. War das jetzt 11,5? Nee, wir hatten erst 6,5 und jetzt 11,5. So, jetzt haben wir es. Nehmen wir uns wieder die Unterlage und bestreichen unser Papier. Die Seiten lassen wir wieder aus. Schön dünn einleimen. Und auch hier wieder gucken, dass man einen gleichmäßigen Rand hinbekommt. Das Ganze so ein bisschen ausjustieren. Kann man das mal zumachen. Gucken, passt mir das so? Ja, und dann kann man es festdrücken. Dann auch hier wieder die Ecken so abschneiden, dass ein kleiner Rand stehen bleibt. Wenn ihr euch da so ein bisschen unsicher seid, könnt ihr das auch in Etappen abschneiden. Also lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig. Dann kann man das hier schon mal so ein bisschen vorbiegen und leimt dann ein. Schön dünn. Umlegen. Und hier einkneifen, die Ecke. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Das ist übrigens die Methode, mit der ich alle Bücher, Alben, weiß ich nicht, einbinde. Also auch wenn das jetzt größer ist, dann müsst ihr euch natürlich nur eine größere Pappe zurechtschneiden. Größeres Stück Buchlein. Und so binde ich alle Bücher und Alben und was ich meine, was mit einem Umschlag aus Graupappe versehen werden muss. Das ist meine bevorzugte Art und Weise. Schön anstreichen. Mal kontrollieren. So, und dann ist das auch schon fertig bezogen. Jetzt können wir unser Büchlein einpassen.
Oh, das sieht doch ganz süß aus. So, das macht man wie folgt. Wir streichen jetzt hier die eine Seite mit Buchbinderleim ein. Aufpassen. Da kann man dann zur Sicherheit auch ein Papier reinlegen. Das ist aber, weil das hier so aufspringt, ist das ein bisschen schwierig. Muss man das ein bisschen festhalten. Schön bis zum Rand. Das Papier weit weg. Und weil das hier so aufspringt, ist das ein bisschen schwierig. Und dann hier aufsetzen. So ein bisschen ausjustieren. So, dass das hier so schön mittig sitzt. Bisschen andrücken. Und jetzt hier diese Seite auch. Dazu natürlich den Kleber verstecken. Der soll ja nicht mit in unser Buch. Dann hier zwischen auf die Vorderseite. Und ebenfalls mit Leim einstreichen. Dann ist das auch nicht so schlimm, wenn wir hier ein bisschen über den Rand gehen. Gut festhalten, dass es nicht aus Versehen aufspringt, weil das ist nämlich so ein bisschen knibbelig. Und wenn ihr auf eine Stelle geht, auf die ihr schon geleimt habt, so die Finger zusammenkneifen und draufsetzen. Dann habt ihr nicht so eine große Fläche an euren Fingern, die mit Leim beschmiert ist. Finger sauber machen. Blatt weg. Zuklappen und andrücken. Das geht bei so einer kleinen Geschichte ganz gut. Weil wir das ja auch nicht hinten an den Buchrücken ankleben. So, damit ist das Büchlein eingebunden. Jetzt kann man das bestücken, jetzt kann man da noch ein Schleifchen drum machen, wie ich das bei den anderen gemacht habe. Und ja, hier so ein Schleifchen drum. Am besten ist es natürlich, wenn ihr das jetzt ein bisschen pressen würdet, am besten über Nacht. Vielleicht hier so eine Klammer drauf oder das beschweren mit irgendwas Schwererem. Ja, und dann habt ihr ein schönes eingebundenes Büchlein. Ruckzuck gemacht. Es macht was her. Dann kann es noch ein bisschen betüdelt werden, verziert werden. Dann kann man da schöne kleine Kärtchen reinstecken und das Ganze verschenken. Es hat jemand geschrieben, man könnte da 24 kleine Mäppchen reinmachen und das dann als Zeitadventskalender verschenken fürs nächste Jahr. Das kann man sich schon mal vormerken. Das finde ich ist eine schöne Idee. Und ja, das war's. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Schnell, quick and dirty, wie man so schön sagt. Aber ist eine schicke Sache. Es macht voll was her, finde ich. Und
ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Da freue ich mich immer sehr. Gerne natürlich auch ein Abo und bis zum nächsten Mal. Tschüss!